das werden halt so viele von euch so geistesgestört bereuen. Ja, und damit willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Wir gucken uns heute die neuen Events und den neuen Patch an. Oder die neuen Patch Notes besser gesagt. Und ja, es wurden neue Skins hinzugefügt. Und zwar die Heartbreaker Skins. Die gibt es aber noch nicht im Cash Shop und auch noch nicht bei einem Event zu holen oder so. Sondern die sind einfach quasi, ja, erstmal nur hinzugefügt und man weiß noch nicht sicher, wie man sie bekommt. Ich bin mir ziemlich sicher, sie wird es wieder im Cash Shop geben. Aber warum ich gesagt habe, das werden einige von euch bereuen, ist halt, weil es basically die Valentine-Skins sind. Also ich meine, ja, es ist ziemlich offensichtlich, dass das die Valentines einfach nur remodelt sind. Ich meine, das erkennt jeder, würde ich mal behaupten. Und ich meine, klar, jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, sehen sie jetzt zwangsläufig objektiv besser aus? Das ist natürlich immer, also das ist nicht objektiv, sondern eben subjektiv. Aber ich persönlich muss sagen, mir hat ja das mit dem Weiß persönlich nicht so gut gefallen. Also es haben einige Leute gesagt, in-game sieht es besser aus und das stimmt auch. Ja, in-game sah es tatsächlich besser aus. Aber not gonna lie, ich denke, diese Waffen hier werden doch ein bisschen beliebter sein. Schwarz-Gold ist einfach eine ultra gute Kombo. Schwarz-Gold-Rot. Oh, an was könnte denn das erinnern? Ist einfach eine geile Kombo. Und ja, es sieht einfach, also ich persönlich finde einfach, sie sehen deutlich cleaner aus, ja, und irgendwie auch einfach geiler. Sie erinnern auch ein bisschen an Yggdrasil-Waffen von FlyFPC. Die hatten auch dieses Gold-Schwarz-Rot-Theme going on. Und ja, das ist einfach, na gut, das sieht mir jetzt wegen meines Suit nicht so gut. Ich muss mal ein anderes Suit anziehen. Machen wir mal hier Cotton. Cotton Suit, da müsste man es doch ein bisschen besser sehen, ja. Genau. Oh, wobei, das ist ja, Moment mal. Okay, das ist jetzt aber auch komisch. Jetzt habe ich mich verschrieben. Wieso ist der Knuckle hier so oder nicht blutrot? Warum ist der so einfarbig kristallrot? Das sieht ein bisschen komisch aus, weil der Valentines Knuckle, der war ja Prisma-mäßig. Hat mich auch jemand verbessert, nicht Rainbow, sondern Prisma, genau. Also viele verschiedene Farben. Oder zumindest 4 oder 5 verschiedene Farben oder so. Der ist jetzt ziemlich einfarbig, der Heartbreaker Knuckle. Damn, sieht aber crazy aus. Ich glaube sogar, der Knuckle sähe fast noch besser aus, wenn die das Design abnehmen würden. Also einfach nur diese blutrote Faust, nicht blutrot. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit blutrot sage. Diese rote Faust. Ich glaube, das sähe sogar noch besser aus, actually. Crazy. Und dann haben sie noch in einem Bugfix gesagt, sie haben die Position von dem Schild verbessert. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Gut, beim Stick tatsächlich würde ich fast behaupten, ist der Valentine-Stick wahrscheinlich beliebter. Wegen den Herzen und naja, ich meine, das ist selbsterklärend, warum das beliebt ist. Aber sieht trotzdem auch ziemlich nice aus. Jetzt haben wir hier noch das Schild. Ah ja, genau, das sticht einem jetzt nicht mehr so ins Gesicht. Ne? Ja, wobei es immer noch gefährlich nah dran ist, aber es ist auf jeden Fall besser. Wobei beim Schild... Oh, da fehlt da nicht irgendwas? Wait a second, ist das das Schild? Das sieht irgendwie überhaupt nicht wie ein Schild aus. Machen wir nochmal das Valentines-Schild zum Vergleich. Das war das Falsche. Tatsächlich, hier war das Prisma in der Mitte. Ja gut, okay, das ist jetzt halt so ein rotes Juwel, ne? Ja gut, okay, ne, das Valentine-Schild sah tatsächlich auch ziemlich ähnlich aus. Na gut. Ja, auf jeden Fall eine coole neue Skin-Serie. Ich bin mal gespannt, wann sie gedroppt wird. Ich vermute mal in 1-2 Wochen im nächsten Cash-Shop-Update dann wahrscheinlich. Oder in ein paar Wochen. Und ja, aber auf jeden Fall ziemlich cool. Also haltet auf jeden Fall die Augen offen nach den Heartbreaker-Skins. Dann haben wir noch das neue CS-Set. Ich persönlich muss sagen... Ja, kein großer Fan davon. Es ist nicht schlecht. Farblich tatsächlich haben sie sich mal ziemlich viel Mühe gegeben, weil wieder recht wenig ähnlich ist. Wobei gut, lila kommt ein bisschen häufiger vor als die anderen Farben vielleicht. Aber ich finde, es ist eine gute Variation auf jeden Fall dabei. Also keins sieht wirklich exakt oder wenig nach dem anderen aus. Und ja, wie gesagt, ist nicht schlecht. Aber naja, mein Favorite wird es auf jeden Fall nicht werden. Dann haben wir noch die Patch Notes, die Minor Fixes, Bug Fixes, Anpassungen. Es sind tatsächlich ein paar relativ krasse Sachen dabei, kann man sagen. Also überraschenderweise so ein paar Sachen, wo man sich denkt, damn, es sieht oder hört sich eigentlich schon nach einem ziemlich krassen Problem an, wenn das mehrere Leute hatten. Hier zum Beispiel Fixed Issues related to Stun, Bleeding and Poison Bonus of Ultimate Weapons while using equivalent Skills. Ist jetzt kein riesiges Problem, aber ist auf jeden Fall auch nervig, wenn du das machst. Gut, dann Fix the Wrong Attack Effect of Valentine's Jojo Skins. Gut, das sage ich mal, ist jetzt sehr nervig, nicht wirklich so schlimm. Fix the Position of Valentine's Shield, das hatten wir gerade schon. Fix the Issue where Event Monsters could be One-Shot by Psychic Wall. Gut, ich meine, es gibt ja auch noch das mit Waterball, wo Waterball two-shottet meistens. Ich meine, ja gut, Psychic Wall, ja, weil das ist kein so großes Problem.
Und fixed an issue where the Guildhouse NPC bonuses were not instantly applied to all Guild members. Das wiederum hört sich schon wieder nach einem relativ großen Problem an. Ich meine, gut, was heißt instantly oder nicht instantly? Vielleicht 5 Minuten, vielleicht reloggen oder so. Aber naja, kann auch ziemlich nervig sein, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn du Geld dafür ausgegeben hast. Will man das natürlich dann eigentlich auch schon sofort haben. Dann haben wir Änderungen bei Kaigas Assault. Change Kaigas casting attacks on the ground from red to green for better visibility. Also die Monster-Skills sind damit gemeint. A team that does not own any artifact during the battle will now receive an attack debuff. Also wenn du quasi, wenn der Gegner alle 5 Artefakte hat, dann machst du sogar weniger, also noch weniger Damage. Nicht nur, dass der Gegner mehr Damage macht, du machst weniger. Finde ich fast ein bisschen übertrieben, muss ich sagen, weil ich meine, wenn der Gegner schon 5 Artefakte hat, ich meine, ich verstehe schon den Sinn davon, die Artefakte sollen damit wahrscheinlich eine größere Gewichtung bekommen, aber ich persönlich hatte es nicht das Gefühl, dass Artefakte keine große Gewichtung haben, also zumindest letztes Mal war das eigentlich schon so, dass man da ziemlich darauf geachtet hatte, dass man immer mindestens 2 oder 3 eben hat, also möglichst eben 3. Und ja, aber interessant auf jeden Fall trotzdem. Fixed a typo in the Kaigas Assault Notice. Fixed so that PK doesn't happen after Kaigas Assault ends. Changed so that Kaigas Assault related announcement messages are displayed in the chat window. Changed that you can't enter the Kaigas Assault while doing Master and Hero Quest. Changed that the players with 0 points are displayed in the ranking window after match ends. Wobei, da gibt es wahrscheinlich gar nicht so viele. Vor allem, wen wirklich interessiert, aber gut, so kann man ein paar Leute call-outen, die nichts gemacht haben. Fix the issue where Kaigas chip could not be stored in the personal bank. And fix the issue where experience loss was possible inside the Kaigas Assault area. What? Man konnte XP verlieren? No way. Ooh, baby. Damn. Ja, General Changes, auch hier wieder, wie gesagt. Remove the 10% MP bonus from Guildhouse NPC Sham. Change the Guildhouse Artifact Battles to Saturday on Mushpoi servers, 11 AM. Guild ship names will now have the same color as the guild names. Guild ship bidding window will now display the end time of bidding period. Arrow Rain can now trigger Water Bomb. Also auch das ist etwas, wo man sich denkt, damn, hört sich eigentlich schon wirklich katastrophal an. Ich meine, Arrow Rain konnte anscheinend nicht Water Bomb triggern. Ich meine, wahrscheinlich deswegen, weil Arrow Rain nur Damage over Time macht, I guess. Oder keine Ahnung, was genau das Problem war. Aber auf jeden Fall crazy einfach. Also schon ziemlich ärgerlich. Und Disabled Channel Change inside Houses. Also schon ein paar Sachen dabei, wo man sich denkt, okay, damn, schon ganz schön blöd, ganz schön nervig. Ja, aber jetzt natürlich keine gewaltigen Änderungen. Wer davon nicht betroffen war, wie ich zum Beispiel von den meisten Sachen, für den ändert sich quasi gar nichts. Ja, und dann haben wir natürlich noch 2 neue Events am Start. Einmal das 2024 Spring Event und dann haben wir noch ein XP Boost Event von 1. März bis zum 3. März, Freitag bis Sonntag. Natürlich wie immer Freitag 0 Uhr bis Sonntag 23:59 und genau, nichts Besonderes, das ist einfach wie immer 30% XP oder wie die letzten Male auch immer. Und das Spring Event, was ist das Spring Event? Ja, das Spring Event ist leider wieder der Copy-Paste vom Yeti Event, kann man sagen. Also es sind natürlich andere Belohnungen, aber man muss während dem Event spezielle Eventmonster namens Greymon finden, die randomly auf der Welt einfach spawnen. Die kriegen nur einen Damage pro Hit und derjenige, der es zuerst anhittet, das Monster, reserviert sich den Greymon sozusagen. Genau, man kann diese Event-Tokens droppen und man kann nur an dem Event teilnehmen, wenn man mindestens Level 20 ist. Wenn man die Event-Tokens sammelt, muss man zum Event-NPC Bomida gehen und dort kann man dann seine Token eintauschen. Diesmal ist es nicht mit einer Gacha-Box, sondern es gibt direkt auch Belohnungen, die man sich eintauschen kann. Also man kann sich eine Lucky-Box holen, die hat aber auch anderen Inhalt, oder man kann sich eben direkt Belohnungen eintauschen. Ja, und die Belohnungen an sich sind, glaube ich, ein bisschen großzügiger als beim letzten Event, weil du kannst ja zum Beispiel für 4 Token S-Product holen, für 5 Token G-Product und so weiter. Allerdings gibt es da halt natürlich ein Exchange-Limit pro Character. Das heißt natürlich, dass, also erstens natürlich alles gebunden, das sowieso, und dass man es mit einem Charakter nur eine gewisse Anzahl an Malen eintauschen kann. Schöner bei dem Event ist aber, dass man halt, wie gesagt, frei auswählen kann, was man bekommt. Bei den Jedi-Boxen war es halt pures Glück. Und was ist diese Spring Buff Lucky Box? Die enthält neue Power-Ups sozusagen, die verschiedene Werte geben. Green Clover, Blue Clover, Red Clover und White Clover. Die unterscheiden sich vor allem in der Höhe der Werte, die sie geben, aber auch extrem in der Dauer.
um zum Beispiel Green Clover 1 Stunde HP 10%, Speed 10%, Cast 10%, Attack 10%, Defense 10%, 5% Crit Damage. Und stellt sich die Frage, warum gibt ein Power-Up alle Werte? Was so ein bisschen, ja, kann man vielleicht sagen, dass es ein bisschen wasted ist. Zum Beispiel Crit Damage als Mage, Cast Speed als Blade und so weiter. Aber naja, gut, die meisten Werte sind allgemein. Darauf hat man eine 10% Chance. Und die anderen sind halt, wie gesagt, dann kürzer, zum Beispiel 30 Minuten und 8% oder 15 Minuten 6%, 10 Minuten 4%. Also die variieren da extrem stark. Genau, und hier ist noch ein wichtiger Hinweis. Please note that Spring Buff Lucky Box and all 4 buff items from this box will be removed after 2 weeks when this event ends, so make sure to use all event items as possible. Das heißt, man kann sie jetzt nicht hier die Hucke vollhauen mit diesen Power-Ups und tonnenweise Tokens eintauschen gegen Millionen von diesen Power-Ups theoretisch, sondern nach 2 Wochen nach Eventende wird alles entfernt. Das bedeutet, vor allem während dem Event sollte man es wahrscheinlich schon sollte man schon eintauschen und verbrauchen und halt maximal 2 Wochen danach noch. Das heißt, man kann sie jetzt davon nicht tonnenweise holen und dann in 3 Jahren noch benutzen, sondern es wird dann alles entfernt. Also nur für den Eigenverbrauch für die nähere Zeit. Und ja, genau. Das war das Spring-Event. Und dann sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal mit Fly Universe. Haut rein und ciao, ciao. Du hast keine Zeit oder Lust zum Einkaufen, willst aber trotzdem leckere, abwechslungsreiche und gesunde Gerichte zu dir nehmen? Dann probier jetzt HelloFresh aus. Wir haben gerade eine riesige Rabattaktion laufen. Das Ganze funktioniert extrem simpel. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung hellofresh.de/hellospielestyler. Damit sichert ihr euch den Rabatt und den Gratis-Snack pro Box. Und zwar ist das günstigste Angebot bereits bei 2 Personen mit 2 Gerichten pro Woche für nur 17,99 € mit kostenlosem Versand. Vielen Dank an HelloFresh für das Sponsoren des Videos und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr HelloFresh über meinen Link ausprobiert.